Aloha ihr Lieben, willkommen zu diesem 30 Minuten Rückbildungsworkout. Heute machen wir gemeinsam Übungen, um euren Körper nach der Geburt sicher und sanft zu stärken. Besonders wichtig bei diesen sehr kleinen und kontrollierten Bewegungen ist die Atmung. Schaut mal hier, wenn ich ausatme, dann ziehen sich meine Rippen zusammen, indem ich den Bauch, Beckenboden und Gesäß anspanne. Das ist jetzt sozusagen die Basis für unser gesamtes Training. Beim tief einatmen öffnen sich dann eure Rippen wieder, ihr lasst alles locker und entspannt kurz. Und nochmal tief ausatmen, Bauch, Beckenboden und Gesäß anspannen und beim Einatmen alles locker lassen. Wenn es euch schwerfällt, den Beckenboden richtig anzuspannen, dann visualisiert euch das mal kurz. Stellt euch vor, ihr würdet mit eurer Vagina eine klitzekleine Blaubeere anheben wollen. Okay, lasst uns starten. Ich werde euch mit der Atmung ein bisschen durch das Workout führen, also keine Sorge, wenn das jetzt noch nicht optimal klappt. Bevor wir in die etwas intensiveren Übungen gehen, bereiten wir unseren Körper sanft vor. Das hilft nicht nur, Verletzungen zu vermeiden, sondern auch die richtigen Muskeln gezielt zu aktivieren. Atme tief aus, dabei ziehst du deinen Bauch nach innen und deinen Beckenboden nach oben. Und beim Einatmen, da atmest du nicht nur tief in die Brust, sondern auch tief in deinen Bauch, sodass sich dein Zwerchfell schön nach unten drückt. Diese Bewegung ist super gut für die Rückbildung, da sie die natürliche Funktion eures Beckenbodens unterstützt. Beckenboden und Zwerchfell arbeiten nämlich zusammen. Bei der Einatmung, da drückt das Zwerchfell deinen Beckenboden mit nach unten und beim Ausatmen, da zieht das Zwerchfell den Beckenboden mit nach oben. Genau diese Bewegung wollen wir stärken. Lasse jetzt deine Hüfte kreisen. Stell dir vor, als würdest du kleine Kreise mit deinem Gesäß in die Luft malen. Mach da gerne, was sich für dich sehr angenehm anfühlt, denn die Übung hilft, Verspannungen in Hüfte und im unteren Rücken zu lösen. Durch Schwangerschaft und Geburt wird das Becken oft instabil und deshalb ist es super wichtig, da wieder mehr Mobilität reinzukriegen. Wechsle hier einmal die Richtung. Es geht weiter mit einem Klassiker in der Rückbildung, die Bird Dogs. Strecke den rechten Arm und das linke Bein gerade nach vorne und hinten aus. Halte die Spannung oben kurz und bringe dann Arm und Bein langsam zurück. Eine wundervolle Übung, um die tiefen Bauchmuskeln wieder etwas in Schwung zu bringen, aber auch der untere Rücken und automatisch dein Beckenboden werden beansprucht. Mache das ein paar Mal in deinem eigenen Tempo und wechsle dann die Seite. Du bist im Schneidersitz, die Hände hinter deinem Rücken und mit der nächsten Ausatmung hebst du dein Becken an. Bauch, Gesäß und Beckenboden sind oben fest, halte kurz und mit der nächsten Einatmung lässt du alles locker und bringst dein Gesäß zurück zur Matte. Mach das Ganze ganz langsam in deinem eigenen Tempo, schön kontrolliert. Tolle Übung, um sich dem Beckenboden noch mal ein bisschen bewusster zu werden. Man macht hier nämlich wirklich ein bisschen mehr als nur An- und Abspannen und das hilft vielen, sich das besser vorzustellen und die Anspannung besser zu spüren.
Mit der nächsten Ausatmung spannst du erst Bauch, Gesäß und Beckenboden an und hebst dann Arme und Beine leicht von der Matte ab. Hältst oben kurz und beim nächsten Mal einatmen lässt du alles locker und deine Glieder zu Boden sinken. Diese Bewegung stärkt den unteren Rücken, der oft vernachlässigt wird, aber der ist enorm wichtig für die Beckenstabilität. Ein starker Rücken entlastet den Beckenboden und hilft dir, viel aufrechter zu stehen. Knie dich hin und drück die Zehen schön fest in den Boden. Beim Ausatmen drückst du dein Gesäß nach oben, dein Becken kippt nach vorn, sodass du von den Knien bis zur Brust eine gerade Linie bildest. Und du kannst mal fühlen, alles ist richtig fest. Dein Gesäß, dein Bauch, ja und der Beckenboden auch. Oben kurz halten und mit der nächsten Einatmung alles wieder locker lassen und dich auf deine Fersen setzen. Yeah, but sometimes you can't handle your emotions, and I guess that's okay. Met you at a time when I was so low, went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be, so if you ever leave me, promise you won't let me drown. Mit der nächsten Ausatmung hebst du leicht deine Hüfte, also mit Gesäß und Beckenboden drückst du dich ganz sanft nach oben. Das ist nur eine ganz, ganz kleine Bewegung, aber richtig toll, um den Beckenboden an- und abzuspannen. Hier trainieren wir ganz sanft den Beckenboden. Viele Frauen haben nach der Geburt eine Instabilität im Becken, weil die Bänder noch weich sind. Diese Übung hilft, das Becken zu stabilisieren. Wechsle hier ruhig schon mal die Seite. Und atme aus, drücke dein Becken nach oben und senke es dann langsam wieder ab. Wir wollen ja hier so einen Wechsel aus An- und Entspannung haben, also kannst du deine Hüfte unten auf der Matte aufsetzen und komplett locker lassen. Du darfst da einfach mal chillen. Get a minute, just a minute of your time. If this is what it's like, I could get used to late nights dancing my place. I could get used to. Jetzt eine Etage tiefer liegend, hebst du dein Becken wieder an und die gesamte Zeit ist jetzt dein Beckenboden, dein Bauch und dein Gesäß auf Spannung. Und dabei tippst du einfach immer abwechselnd mit einem Fuß nach vorn. Das kann eine ganz, ganz kleine Bewegung sein. Wenn du es etwas intensiver willst, machst du den Step nach vorne einfach etwas größer. Wenn du merkst, dass deine Hüfte etwas absinkt, korrigiere einfach immer nach und bring die Hüfte wieder hoch, soweit du kannst.
Und jetzt machen wir das Ganze in die andere Richtung. Anstatt einen Step ziehst du jetzt dein Knie zu deiner Körpermitte. Auch hier bleibt die gesamte Zeit Bauch, Beckenboden und Gesäß auf Spannung. Du atmest dabei aber ganz normal weiter. Diese Bewegung verstärkt die Aktivierung der tiefen Bauchmuskeln und stabilisiert das Becken zusätzlich. Jetzt einen statischen Bird Dog. Hier kommst du wieder in den Vierfüßlerstand, strecke einen Arm und das gegenüberliegende Bein lang aus und halte die Position. Wechsle einmal die Seite. Hebe dein unteres Bein sanft an, halte es oben kurz und lege es dann wieder ab. Wiederhole das in deinem Tempo. Du kannst dabei richtig schön Bauch, Beckenboden und Gesäß anspannen, aber durch diese kleine Übung wird dein Beckenboden automatisch ganz leicht angezogen. Die Oberschenkelmuskeln werden nämlich dabei gestärkt und die sind direkt verbunden mit deinem Beckenboden. Bleib in der Seitlage, aber stütze dich auf deinen Unterarm auf. Beide Beine sind jetzt angewinkelt. Hebe mit der Ausatmung deine Hüfte an und führe dann dein oberes Bein langsam nach vorne. Dann wieder zurück und senke die Hüfte kontrolliert ab. Und nochmal. Du hast hier so einen kleinen Zwischenatmer mit drin, wo du dann aber trotzdem angespannt bleibst und erst beim nächsten Mal einatmen wieder das Becken zum Boden bringst. Jetzt drehen wir uns auf die andere Seite, wieder das untere Bein leicht anheben beim Ausatmen und darauf achten, dass du dein Becken stabil hältst. Das ist übrigens auch eine super Übung, um mal sein Nervensystem zu regulieren. Also wer mal eine gestresste Mama ist, der spannt einfach mal für vielleicht 10 Runden seinen Körper immer wieder an, ganz fest, der gesamte Körper von oben bis unten. Man kann richtig Fäuste ballen, die Füße fest in den Boden drücken und dann wieder locker lassen. Und das kann man so 10 Mal machen und dann ist das Nervensystem schon einmal wieder ausgeglichener.
Bleib auf der Seite, komm wieder auf den Unterarm und hebe deine Hüfte an. Führe nun das Bein nach vorn und zurück und kontrolliert absenken. Super! Komm in eine Variante des Planks, der ist ein bisschen einfacher als der normale. Du stützt dich mit deinem unteren Knie ab und nimmst so ein bisschen Druck vom Bauch. Dieser Seitstütz ist perfekt für die Rückbildung, weil er den Core stärkt, ohne Druck auf die Bauchdecke auszuüben. Wer es noch ein bisschen fortgeschrittener möchte, der kann den Arm jetzt dazu nehmen mit der Atmung. Das öffnet so ein bisschen die Brust und sensibilisiert die Balance. Also eine tolle Rundumübung für den gesamten Körper. Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Mit der Ausatmung hebst du deine Knie leicht von der Matte ab, hältst oben kurz die Position und bringst sie zurück zur Matte. Solange die Knie nicht auf dem Boden sind, ist alles fest, Bauch, Beckenboden, Gesäß. Unten kurz locker lassen und bevor du die Knie anhebst, festigst du erst wieder Bauch, Beckenboden und Gesäß. Dann gehen die Knie erst nach oben. So bist du einfach sicherer und stabiler in der gesamten Ausführung. Arme und Beine diagonal ausstrecken, wir kennen es ja jetzt. Und diesmal ziehst du Knie und Ellenbogen ganz sanft in der Mitte zusammen. Hier verbinden wir Stabilität und sanfte Bauchkräftigung ohne Druck auf die geraden Bauchmuskeln. Und einmal die Seite wechseln. Du
Du liegst auf dem Rücken, Arme und Beine diagonal senken und anheben. Eine einfache Variante blende ich euch mal mit ein. Da habt ihr nicht beide Beine in der Luft, sondern nur eins. When it's 100 degrees, burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. Hebe dein rechtes Bein an und beginne kleine, kontrollierte Kreise in der Luft zu zeichnen. Achte darauf, dass dein unterer Rücken am Boden bleibt. Wechsel dann die Richtung der Kreise. Jetzt machen wir das gleiche mit dem linken Bein. Hebe das Bein an und beginne mit kleinen Kreisen. Erst in die eine, dann in die andere Richtung. Bauch bleibt aktiv und der untere Rücken bleibt auf der Matte. Durch die kreisende Bewegung fordern wir die tiefen Bauchmuskeln auf eine ganz sanfte Weise. Das hilft, die Verbindung zwischen Beckenboden und Chor zu stärken, ohne Druck auf die geraden Bauchmuskeln auszuüben. Deine Beine sind angewinkelt und in der Luft. Jetzt öffnest du mit der Ausatmung ein Knie zur Seite und führst es kontrolliert wieder zurück. Dann die andere Seite. Ihr solltet da schön die seitlichen Bauchmuskeln spüren, aber auch merken, wie eure Hüfte schön stabilisieren muss. Setze deine Hände neben deine Hüfte nach oben in eine umgekehrte Plankposition. Dann senkst du dich wieder langsam in eine sitzende. Zieht für diese Übung am besten die Schuhe aus, sonst rutscht man nicht so gut.
Mit der Ausatmung drehst du deinen Oberkörper langsam nach rechts, dann atmest du wieder ein und kommst zur Mitte zurück und mit der nächsten Ausatmung geht's nach links. Arbeite hier ganz bewusst und ohne Schwung und natürlich in deinem eigenen Tempo. Beim Eindrehen kannst du dich so richtig wie so ein Schwamm ausbringen, würde ich das mal nennen. So hat sich das jedenfalls bei mir angefühlt. Du ziehst wirklich deine gesamte Körpermitte zusammen und lässt dann wieder locker, wenn du deine Knie anguckst. Setz dich auf deine Fersen und lege dann deinen Oberkörper rechts über dein Bein ab. Die Haltung ist super entspannt für deinen unteren Rücken und hilft, den Beckenboden zu lockern. Wechsel hier einmal die Seite. Ein Bein ist lang ausgestreckt, das andere liegt da drüber. Der Oberkörper darf sich sanft zur Seite drehen. Perfekt, um Verspannungen im unteren Rücken und in der Hüfte zu lösen. Guck mal, wie weit du heute in die Dehnung kommst und spür diesen Twist in der Wirbelsäule, in deinem Becken, in der Hüfte. So ein leichter Twist im Oberkörper fördert die Mobilität und sie kann helfen, die Verbindung zwischen Wirbelsäule, Bauchmuskulatur und Beckenboden zu stärken. Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. You want a bad one? Well, baby, I'm as bad as they come. Said you want a hot one. Yeah, you with the hottest under the sun. But be careful what you wish for. Setze dich bequem hin und ziehe jetzt deinen rechten Arm rüber zur linken Seite. Wir beugen uns nach links, aber spüren die Dehnung auf der anderen Seite. Atme schön tief in den Stretch. Wechsel zur anderen Seite. You ain't even ready for real. You said you want a real one. Well, it don't get no realer than the realest one. Baby, can you handle it?
Bring die Fußsohlen zusammen und die Knie lässt du locker Richtung Boden gleiten. Du kannst ganz leicht Druck mit deinen Händen auf den Knien ausüben oder sie vielleicht sogar flattern lassen. Flattern wie Schmetterlingsflügel. Das sind so ganz, ganz kleine Hoch- und Runterbewegungen. Öffnet deine Hüfte und fördert die Beweglichkeit im Beckenbereich. Atme also dann nochmal richtig schön und entspannt in deinem eigenen Tempo ein und aus und genieße diesen letzten Stretch. Mega gut gemacht. Jede kleine Aktivierung des Beckenbodens zählt, also mach dieses Workout so 2-3 Mal die Woche, um deine Körpermitte und den Beckenboden richtig zu stärken. Fragen oder Feedback gerne in die Kommentare und wenn du mehr Workouts möchtest, abonniere den Kanal. Ciao!